Einige kennen dieses Gebäude oder zumindest das Dach von diesen Red Bull-Meisterschaften, wo die Menschen mit selbstgebautem Flugwerkzeug da oben vom Dach aus runter in den Hafen fallen. So, die Koffer sind abgegeben und wir sind jetzt auf dem Weg zum Shuttlebus, der uns dann hoffentlich gleich zum Terminal bringt. So, durch die Sicherheit durch und jetzt sind wir schon auf dem Weg aufs Schiff. Wir sind am Schiff. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu unserer Kabine. Haben wir gerade die Nachricht gekriegt, dass sie frei ist. Jetzt müssen wir sie nur noch finden und uns ein bisschen orientieren. Ja, wir hatten hier die Kabine 11010, eine Junior Suite ganz vorne auf Deck 11. Hier im Eingangsbereich im Übrigen die beiden Garderobenschränke. Dann ging es weiter ins Wohnzimmer. Hier die Couch lässt sich im Übrigen auch umbauen zu einem großen Bett für 2 Personen. Das Obst wird auch jeden Tag frisch aufgefüllt. Champagner gab es dazu. Unter dem Fernseher, der Schrank, ist die Minibar und hier rechts an der Seite dann noch die Kaffeemaschine. Die Kapseln wurden auch jeden Tag aufgefrischt und ja, kleine Pralinen, die es dazu gab. Hier der Blick Richtung Balkon, das schauen wir uns aber separat an. Hier dann das Schlafzimmer, ganz angenehm, einen separaten Raum zu haben. Blick in das Bad mit großer Whirlpoolwanne, auch separates WC. Und hier der Blick in den begehbaren Kleiderschrank, wirklich mit ausreichend Platz, um auch für 4 Personen zum Beispiel eine 14-tägige Reise zu machen. Also ausreichend Stauraum für alle Personen. Ja, das mal der Blick hier in unsere Kabine. Und dann ging es auch schon los. Raus aus Hamburg, hier vorbei noch an der Elbphilharmonie und dann durch die Elbe raus aufs offene Meer. Wir sind noch vorbeigefahren hier an der AIDA Aura, die im Übrigen an diesem Tag ihre erste Fahrt nach 2 Jahren Corona-Lockdown hatte. Wurde also auch viel gefeiert. Abendessen dann im Steakhouse, war alles sehr lecker, hat uns gut geschmeckt. Und danach sind wir dann noch in die Show gegangen. Traditionell am ersten Abend ja immer die AIDA Stars Show, wo sich das komplette Showensemble von AIDA Nova vorgestellt hat. He's so hard on himself. It's so good for your health. Learn that you can change. So clear your head now. Ja, am nächsten Tag hatten wir erstmal einen Seetag. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm, so den ersten Tag so ein bisschen dazu zu nutzen, das Schiff kennenzulernen, die Atmosphäre auf dem Schiff aufzunehmen und sich zu orientieren, was auf der AIDA Nova durchaus auch eine Herausforderung sein kann. Hier im Übrigen mal der Blick auf unseren Balkon, 24 Quadratmeter groß. Hier zunächst einmal hier so 2 Holzliegestühle, wo man die Fußteile auch abnehmen kann. Da ist auch die Hängematte an der Seite, die man hier im Übrigen dann an diesem Seil festmachen kann. Achso, hier sieht man es nochmal, die beiden Scheiben da zum Schlafzimmer, die lassen sich nicht öffnen. Ist aber dann angenehm, da auch Tageslicht zu haben. Hier ist dann der Eingang ins Wohnzimmer. Ganz vorne im Schiff natürlich Metallbrüstung. Hier hat man keine Glasbalkone. Und dann ging es hier an der Seite einmal ganz dran vorbei auf die Seite des Schiffes. Hier auch nochmal so 2 Klappliegestühle. Das Fußteil hinter dem Tisch hatte ich mal an die Seite gestellt.
Kann sich dann also auch die windgeschützteste oder sonnige Seite aussuchen, vorne oder hier an der Seite. Im Übrigen hier mal einen Blick über die Seitenreling, kann man dann also sehen, ist komplett seitlich am Schiff. Und wenn man dann hier wieder einmal um die Ecke geht, dann hat man im Grunde einen Blick ja direkt über den Bug des Schiffes, kann hier also direkt in Fahrtrichtung schauen. Ja, hier an Tag 3 jetzt in Haugesund in Norwegen. Wir haben einen wunderschönen Ausflug gemacht. Hier fahren wir entlang des sogenannten Akrafjordes. Wirklich schon mal von der Seite toller Ausblick gewesen, als wir zu unserem Startpunkt für den Ausflug gefahren sind. Hier dann mit einem kleinen Boot auf den Akrafjord umgestiegen, um uns den sogenannten Langfoss-Wasserfall anzusehen. Und ich überlasse euch jetzt mal wirklich diesen tollen und beeindruckenden Bildern. Das ist das Häuschen, in dem wir gerade lecker gegessen haben. Mit ganz vielen leckeren, selbstgemachten Sachen hier von den Bauern in der Region und Umgebung, die sich hier zusammengeschlossen haben, um uns Touristen leckere Sachen zu präsentieren. Aber das war wirklich ganz toll und hat wirklich richtig gut geschmeckt. Und das mit einem fantastischen Ausblick, denn ich gucke hier direkt auf den großen Langfoss-Wasserfall. Das ist schon echt großartig. Wir sind hier in Ålesund in Norwegen, eine bezaubernde, kleine, bunte norwegische Stadt, eingebettet hier von hohen Bergen um den Fjord herum und kleinen Inseln.
wirklich ganz bezaubernd. Hier im Übrigen der Hausberg von Ålesund, kann man mit einem Bus ganz nach oben fahren und dann hier im Übrigen diese Treppen heruntergehen. Ich habe im Übrigen den beschwerlichen Weg gewählt und bin von unten nach oben gegangen. Man wird belohnt mit einem fantastischen Ausblick hier über den Fjord und über die Stadt, die im Übrigen am Anfang des 20. Jahrhunderts einmal komplett niedergebrannt ist und danach dann unter anderem auch mit deutscher Hilfe wieder komplett neu aufgebaut wurde im traditionellen Stil, der damals modern war, also dem Jugendstil. Und was darf in Norwegen nicht fehlen? Natürlich die Trolle, die man hier an allen Ecken und Enden wiederfindet. Im Übrigen vor der Aida Nova, das kleine Schiff, was da gerade zu sehen war, war das Hurtigrutenschiff. Hier nochmal drumherum so der Blick auf die Berge. Und dann war unser Tag in Ålesund auch schon wieder vorbei. Ja, wir sind hier in Nordfjordeid, eine kleine Stadt hier nahe dem Fjord, dem Nordfjord hier verdankt. Einen tollen Ausflug gemacht zum Stendal-Gletscher und ich überlasse euch jetzt einfach mal den beeindruckenden Bildern. You make me feel indestructible, indestructible. Yeah, you make me feel it's not impossible. Try to run on sinking sand. Took a while to understand. You were there to take my hand. You put me back on solid land. Indestructible, indestructible. Yeah, you make me feel like it's not impossible. Ja, Tag 6, ein weiterer Seetag, den haben wir genossen. Zunächst einmal ein bisschen im Spa hier, im Body & Soul Spa auf Aida Nova. Das ist im Übrigen hier einer der Ruheräume, das sogenannte Kaminzimmer. Natürlich nicht mit echtem Feuer, sondern so einem Kunstkamin. Ansonsten hier noch ein kleiner Blick in den Saunabereich, nur ganz kurz, damit ich da keine Menschen filme. Hier ein weiterer Ruhebereich, wirklich alles sehr großzügig gestaltet und wirklich schön und gemütlich. Ich habe mir auch noch eine Massage gegönnt. Und hier ist im Übrigen der Außenbereich vom Spa mit 3 Whirlpools und ja, Liegemöglichkeiten. War allerdings an dem Tag relativ frisch, deswegen gab es noch reichlich Freiliegen. Interessante Begegnung. Hier ist eine Lanai Bar. Und
Und da ist noch eine Landei-Bar. Wir stehen hier direkt hinter der Aida Prima und können uns gegenseitig zuwinken zwischen den beiden Schiffen. Wir sind in Kopenhagen in Dänemark und natürlich führt in Kopenhagen kein Weg vorbei an der kleinen Meerjungfrau, die im Übrigen mit 1,20 Meter auch wirklich sehr klein ist und damit zu den kleinsten Wahrzeichen der Welt gehört. Wir sind dann hier vorbei an der Uferpromenade weiter dann gelaufen. Das ist im Übrigen die königliche Yacht und sind dann gekommen zum nicht wirklich weit entfernten Gefionbrunnen, der ja die Entstehungsgeschichte von Dänemark erzählt. You're far more important than they expected. You've got the power, baby, to dance on injustice. Till the buses, don't let them change your name. You were born for this moment. Get up and start the revolution. Hey, everybody, start with somebody today. Unafraid to rise and be the revolution. Hey, everybody, start with somebody today. Unafraid to rise and be the... Ja, wir sind hier am Schloss Amalienburg, der Sommerresidenz der dänischen Königsfamilie, mit einem wirklich tollen Schlossplatz mit den beeindruckenden Gebäuden drumherum. Das ist hier das Stadtviertel Nyhavn oder Neuhafen auf Deutsch mit den typischen bunten Häusern, sieht man auf jeder Postkarte, die man sich von Kopenhagen kauft. Ja, hier übrigens die Wachablösung der königlichen Leibgarde. To rise and be the revolution. Hey, everybody, start with somebody today. Unafraid to rise and be the revolution. Hey, everybody, start with somebody today. Ja, wir sind hier am Schloss Rosenborg. Drumherum eine wunderschöne Parkanlage, die sogenannten königlichen Gärten. Ganz entspannte Stimmung hier in dem Schlosspark. Come on, wrap your arms around them and let them see. Ja, wir werden auf dieser Reise im Übrigen noch ein zweites Mal hier in Kopenhagen sein und da werde ich auch noch ein bisschen was zu diesem Schloss Christiansborg, was wir hier sehen, erzählen. Im Übrigen nochmal einen Blick auf die alte Börse von Kopenhagen. Let 'em see that nothing can hold back love in you and me. Go on, wrap your arms around them, somebody to see. Unafraid to rise and be the revolution. Nothing can hold the star with somebody to unafraid to rise and be the revolution. Hey, everybody, start with somebody today. Unafraid to rise and be the revolution. Hey, everybody, start with somebody today. Unafraid to rise and be the revolution. Wir sind wieder in Deutschland, hier in Kiel, allerdings für uns nur als Zwischenstopp, da wir eine zweiwöchige Reise gebucht haben. Eine ganze Reihe, also ich glaube, die meisten Passagiere haben hier in Kiel das Schiff verlassen und es sind neue Passagiere zugestiegen. Wie gesagt, wir sind noch eine weitere Woche an Bord geblieben und haben hier den Tag in Kiel genutzt, ein bisschen durch die Stadt zu schlendern, waren ein wenig shoppen und haben uns durch die Stadt treiben lassen. Das Wetter war ganz gut, man konnte auch gut in Cafés draußen sitzen und die Sonne genießen. Dann im Norden, die Tage zuvor, war es durchaus frisch und kühl an den Tagen. Kiel hat wunderschöne Parks und da haben wir auch noch so ein bisschen das schöne Wetter hier in den Kieler Parks genossen.
in Skagen, ganz im Norden Dänemarks, hier in Jütland, der nördlichsten Spitze von Dänemark. Ja, ein bezauberndes kleines Städtchen, nicht nur beliebt bei Touristen, sondern vor allem auch bei Künstlern, die sich hier niedergelassen haben, die in ihren Bildern die ganz besondere Lichtstimmung hier von Skagen einfangen. I've been failing for you. It comes as no surprise. You bury me, then you bring me back to life. Ja, ein weiterer Seetag liegt vor uns und da kann man mal schauen, was an Bord alles so an Freizeitmöglichkeiten angeboten wird. Die sind ja durchaus vielfältig. Ich habe mich entschieden hier für den Kletterpark. Ganz am Heck des Schiffes gibt es ja diesen Activity-Bereich, das sogenannte Four Elements. Und hier gibt es diesen Klettergarten unter dem Glasdach mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Manche Dinge waren ja ganz leicht, wie zum Beispiel diese Rutschtonne. Aber es gab auch ein paar herausfordernde Hindernisse. Ich habe hier vom Festhalten an den Seilen auch abends noch die Schwielen an den Händen gespürt. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen. Hier im Übrigen im Frühjahr 22 zum Preis von knapp 10 € der Klettergarten hier zu nutzen. I've been failing for you. It comes as no surprise. You bury me, then you bring me back to life. I've been wading into the depth of my demise. You're no longer the hand that holds me high, so I'll just fall until I'm alive. Wir sind wieder in Norwegen und diesmal in Oslo, in der Hauptstadt von Norwegen, an einem ganz besonderen Tag, denn am 17. Mai war hier in Norwegen Nationalfeiertag. Alle Menschen wirklich toll angezogen, es gab große Paraden und viele, viele Menschen in der Stadt und es wurde richtig groß gefeiert.
Im Übrigen die Umzüge, die durch die Stadt ziehen, sind Umzüge der Schulen von Oslo und dem Umland, die ja mit ihren Schulklassen dann die Parade begleiten, mit dem Ziel, hier zum Königspalast zu kommen, wo auch tatsächlich die Königsfamilie auf dem Balkon war und natürlich den ganzen Tag fleißig winken musste. Hier nochmal ein Blick auf die vielen, vielen Menschen, die ja die Parade gesäumt haben. Und auch das ist Oslo, ganz modern und außergewöhnlich, hier mit dem Opernhaus, was sich so ganz schräg runter ins Hafenbecken zieht. Man kann die Schräge hinauflaufen und dann ja direkt auf das Dach der Oper steigen und hat von hier oben wirklich einen wunderbaren Ausblick quer über die ganze Stadt und den Oslofjord. Was für ein verrückter Tag hier in Oslo. Ich habe seit Jahren nicht mehr so viele Menschen auf einem Haufen gesehen. Hunderttausende bevölkern hier die Stadt, hier heute am Nationalfeiertag von Finnland. Tolle Paraden, kaum ein Durchkommen am Königspalast. Aber jetzt hier an der Festung wirklich tolle, ruhige und entspannte Stimmung, weil unten in der Stadt tobt wirklich das Leben und ist total verrückt, wie viele Menschen so dicht gedrängt sich durch die Stadt schieben. Das mag man sich nach über 2 Jahren Corona überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber hier ist es Realität, total verrückt. Wir sind in Kristiansand in Norwegen und Kristiansand ist mit seinen knapp 90.000 Einwohnern die 6. größte Stadt von Norwegen. Das Schiff liegt hier aber relativ dicht an der Stadt an und man kann ganz gut zu Fuß vom Bootsanleger oder vom Schiffsanleger hier direkt in die Innenstadt marschieren. Das ist alles sehr nah beieinander und fußläufig gut zu erreichen. Und die Stadt hat auch eine ganz relaxte Stimmung. Man kann sich so ein bisschen treiben lassen.
Nachmittag sind wir dann noch mit einem kleinen Boot rausgefahren durch das sogenannte Randesund-Archipel. Das besteht aus 988 größeren und kleineren Inseln und Riffen. Und auf diesen Inseln haben viele Norweger im Übrigen ihre Ferienhäuser stehen. So, wir sind hier am Königspalast und so drumherum sind die ganzen Gebäude. Da, das ist der Königsfamilie, ist keiner zu Hause. Hier von der Kronprinzenfamilie, Fahne ist drauf, also zu Hause. Da ist das offizielle Gästehaus. Und das da hinten weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Also 4 gleiche Gebäude, die so einmal im Kreis aufgebaut sind. Und wenn man jetzt hier ein Stück weiter vorgeht und ich mich im Kreis drehe, dann sieht man da hinten noch die Domkirche. Irgendwie auch ganz hübsch nachempfunden nach dem Petersdom im Vatikan. Also auch tatsächlich mit großer, freischwebender Kuppel. Da hinten haben wir das Opernhaus von Kopenhagen mit dem sehr typischen Dach da oben, was direkt über dem Hafen hängt. Einige kennen dieses Gebäude oder zumindest das Dach von diesen Red Bull Meisterschaften, wo die Menschen mit selbstgebautem Flugwerkzeug da oben vom Dach aus runter in den Hafen fallen. Das passiert genau hier in Kopenhagen auf dem Dach dieses Operngebäudes. Also im Übrigen direkt gegenüber, man sieht es von hier aus gar nicht, aber direkt gegenüber vom Königspalast liegt. Man kann also von dem Palastvorplatz direkt hier auf das Operngebäude schauen. Das ist der Runde Tarn oder auf Deutsch der Runde Turm, der im Übrigen hier unten keine Stufen hat, sondern diese schräge Rampe, die sich so in 7,5 Spiraldrehungen nach oben schlängelt. Im Übrigen deswegen keine Stufen, weil in früheren Zeiten hier die Pferdekarren die schweren Bücher in die Universitätsbibliothek gebracht haben, die hier an den Turm angeschlossen war. Ganz oben unter dem Dach dann das älteste noch existierende Observatorium und eine Aussichtsplattform, von der man aus einen wunderbaren Blick hier über die Stadt hat. Ich hatte ja versprochen, noch mal was zum Schloss Christiansborg zu sagen hier in Kopenhagen. Das ist der dänische Regierungssitz und im Übrigen weltweit das einzige Regierungsgebäude, was alle 3 Staatsgewalten unter einem Dach vereint. Ja, und darüber hinaus gibt es hier auch noch Empfangsräume vom dänischen Königshaus. Und mit dem Ausklingen des Tages hier in Kopenhagen ging unsere 14-tägige Reise nach Skandinavien dann auch zu Ende.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe auf diese Reise. Wenn ja, dann hinterlasst mir gern einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen. Bis dahin, tschüss und ahoi.